Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich dir eine perfide Betrugsmasche vorstellen, die als Dreiecksbetrug bekannt ist und hauptsächlich auf Kleinanzeigen.de, ehemals eBay Kleinanzeigen, aber auch anderen Kleinanzeigenportalen durchgeführt wird. Nimm dir einen Moment Zeit, um diese Masche zu durchschauen, denn wer die Gefahren kennt, kann Schaden vermeiden. Zuvor aber habe ich noch eine Bitte. Sei so nett und abonniere den Kanal. Das kostet nichts, du bekommst keine Werbung oder so. Es hilft mir einfach nur zu wachsen und ist quasi der Lohn für die Videos. Stell dir vor, du möchtest dein Smartphone verkaufen. Du entscheidest dich, es auf einem Online-Kleinanzeigenportal anzubieten. Doch sei vorsichtig, denn hier lauert Gefahr. Ein potenzieller Käufer meldet sich über die Nachrichtenfunktion des Portals bei dir. Ihr einigt euch schnell auf den Preis. Und der Käufer schlägt vor, über PayPal zu bezahlen. Hier kann der Betrug nun beginnen. Der vermeintliche Käufer behauptet, nicht in der Stadt zu sein und bittet darum, dass ein Freund das Gerät nach Zahlungseingang abholt. Ohne zu ahnen, dass du es mit Betrügern zu tun hast, willigst du ein. Am nächsten Tag erhältst du die PayPal-Benachrichtigung für den Zahlungseingang, Freude macht sich breit und du übergibst das Smartphone an den angeblichen Freund des Käufers. Doch dann, zum Beispiel 3 Tage später, erhältst du eine E-Mail von einer anderen Person. Diese behauptet, dass du ihr Geld für ein anderes Handy erhalten hast, das du nie angeboten hast. Was ist geschehen? Der vermeintliche Käufer, nennen wir ihn Herr Gauner, hat selbst eine Anzeige für ein teureres Smartphone geschaltet. Und diese weitere Person, nennen wir sie Herr Meier, ist darauf reingefallen. Herr Gauner hat deine PayPal-Daten an Herrn Meier weitergegeben und dieser hat das Geld an dich überwiesen. Herr Meier und du seid die Opfer dieses Dreiecksbetrugs geworden. Die rechtliche Lage ist eindeutig. Du musst das unrechtmäßig erhaltene Geld komplett an Herrn Meier zurückzahlen. Andernfalls würdest du dich der ungerechtfertigten Bereicherung schuldig machen. Herr Meier erhält sein Geld also zurück. Du bist also das Geld wieder los und die Ware, in unserem Beispiel das Smartphone. Beachte bitte, dass der Verkäuferschutz von PayPal in diesem Fall nicht greift. Er gilt nur, wenn du an die bei PayPal hinterlegte Adresse lieferst. Da das Handy jedoch persönlich übergeben wurde, erlischt der PayPal-Schutz. Wie kannst du dich schützen? Sei vorsichtig bei der Nutzung von Freemail-Adressen wie web.de, GMX oder Hotmail. Hier sind keine echten Personendaten bei der Anmeldung erforderlich. Sei besonders vorsichtig bei der Selbstabholung von Waren. Lass dir das Geld persönlich an der Tür übergeben. Es besteht keine Notwendigkeit, Geld im Voraus zu transferieren. Achte darauf, dass der Name in der Kleinanzeige mit dem Namen in der E-Mail-Adresse oder dem Empfängernamen von Zahlungskonten übereinstimmt. Inserenten auf Kleinanzeigenportalen werden oft nicht verifiziert. Sei misstrauisch, wenn Waren zu einem weit unter dem üblichen Preis angeboten werden oder wenn ein Verkäufer sofort auf ein Angebot weit unter dem üblichen Preis eingeht. Grundsätzlich solltest du Telefonnummern austauschen und anschließend telefonische Gespräche führen. So können eventuelle Unstimmigkeiten schnell geklärt werden. Bei den geringsten Zweifeln solltest du vom Kauf oder Verkauf absehen. Selbst wenn das Geschäft noch zu lukrativ erscheint. Im Nachhinein wirst du froh sein, dein Geld oder deine Waren noch zu besitzen und nicht auf einen Dreiecksbetrug hereingefallen zu sein. Bleibe wachsam und schütze dich vor Betrug. Informiere dich über die verschiedenen Betrugsmaschen, zum Beispiel hier auf diesem Kanal. Und teile dein Wissen mit anderen. Gemeinsam können wir diese Betrüger stoppen. Wenn du bereits Opfer geworden bist, melde dies bitte der Polizei oder der Onlinewache deines Bundeslandes. Mit einer einfachen Suche nach Onlinewache plus dein Bundesland findest du die passende Adresse. Denke daran, wer die Gefahren kennt, kann Schaden vermeiden. Sei klug und schütze dich vor dem Dreiecksbetrug. Teile das Video mit deinen Freunden und Verwandten, damit auch diese vorsichtig sind. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao.